Interrupts. Jeder hat es schon einmal gehört, doch was steckt da eigentlich genau dahinter? In dieser kurzen Einführung werden wir Ihnen zeigen, was ein Interrupt ist, was es für Interrupt-Quellen gibt, wo kommt der Interrupt her, wie läuft so ein Interrupt ab, was passiert da genau, welche Logik steckt dahinter. Wir werden ein kleines Praxisbeispiel für Sie durchführen. Oh, da kommt er ja schon, der erste Interrupt. Na gut, dann ein kurzer Interrupt. Mal angenommen, Sie möchten Zeitung lesen und gleichzeitig Eier kochen. Was tun Sie? Sie werden die Eier ins kochende Wasser legen und Ihren Timer 0 Interrupt aufziehen. Jetzt können Sie unbesorgt Zeitung lesen. Sobald der Timer 0 Interrupt auftritt, startet Ihre Interrupt-Service-Routine. Eier raus, abschrecken, fröhliches Weiterlesen. Das war unser erster Interrupt. Jetzt haben Sie gesehen, das war auch schon unser Praxisbeispiel. Zu diesem Video wird es einen zweiten Teil geben mit Hinweisen zum Formatieren und Kommentieren von Code und ein paar Tipps und Tricks. Kümmern wir uns als erstes um das Prinzip Interrupt. Die Frage, was ist ein Interrupt? Da habe ich ein schönes Beispiel. Das wäre hier der Mainline-Code. Wir haben eine Loop-Schleife und wir haben hier 5 Anweisungen. Die Loop-Schleife wird durchlaufen, ein Befehl nach dem anderen, und zu einem beliebigen Zeitpunkt, den ich nicht kenne, kommt ein externes Ereignis und löst einen Interrupt aus. Was passiert dann, wenn so ein Interrupt ausgelöst wurde? Es wird verzweigt in eine sogenannte Interrupt-Service-Routine, ISR abgekürzt. Dort werden ein paar wenige Anweisungen ausgeführt. Danach geht es zurück an die Stelle, wo wir unterbrochen haben, in den Code. Und von da ab geht es weiter. Das heißt, der Interrupt kommt zu einem beliebigen Zeitpunkt asynchron. Wir wissen es nicht wann. Und wird schnell ausgeführt und dann geht es im Hauptcode weiter. Wo kommt jetzt so ein Interrupt her? Was sind typische Auslöser? Dazu schauen wir uns das Blockschaltbild von unserem AVR-Prozessor an. Da gibt es eine ganze Reihe Module, die Interrupt auslösen können. Zum Beispiel der Analog-Digital-Wandler, der Watchdog-Timer, die seriellen Schnittstellen und so weiter. Das ist das Blockschaltbild unserer Variante PB. Im Arduino Uno ist aber die Variante P verbaut. Da sind ein paar Module gar nicht drin, die habe ich hier mal rot hinterlegt. Um die werden wir uns auch gar nicht kümmern. Wir kümmern uns tatsächlich nur um die Module, die auch im Arduino Uno zu erreichen sind. Und die schauen wir uns mal kurz im Detail an. Das wäre hier der Reset. Das ist eigentlich auch ein Interrupt. Also wenn Sie auf den Reset-Button drücken, wird, egal wo sich der Ablauf gerade mitten im Code befindet, das Ganze unterbrochen und wird wieder an den Anfang gesetzt. Das ist Sinn und Zweck vom Reset. Dann gibt es die externen Interrupts, das heißt, wenn von außen an einem Pin eine Spannung anliegt, irgendein Sensor ein Signal gibt und auf dieses reagiert wird, das nennt man externen Interrupt. Klassisches Beispiel Interrupt 0 und Interrupt 1, das sind 2 Pins, die speziell dafür gemacht sind, besonders schnell und mit besonders vielen Möglichkeiten auf Interrupts, auf externe Ereignisse zu reagieren. Daneben gibt es den Pin Change Interrupt, PC. Der kann von jedem Pin quasi ausgelöst werden, ist allerdings nicht ganz so universell, bietet nicht ganz so viele Möglichkeiten. Der ist beschränkt auf Pin Change eben. Wenn sich an dem Pin eine Flanke zeigt, egal ob steigend oder fallend, gibt es jedes Mal einen Interrupt, wenn das entsprechend konfiguriert ist. Die nächste Möglichkeit wäre hier der Watchdog-Timer. Der kann auch einen Interrupt bieten. Ein Watchdog-Timer ist ein Modul, das, wenn der Ablauf zum Beispiel in einer Endlosschleife hängen bleiben würde, die er nicht verlässt, nicht rechtzeitig, dann wird nach ein paar Millisekunden ein Watchdog-Timer-Interrupt ausgelöst und dann kann man darauf reagieren und sagen, okay, fangen wir wieder von vorne an oder fahren wir wieder in irgendeinen
konkreten, in irgendeinen bekannten Zustand. Zum Beispiel im Sleep-Modus ist das eine Möglichkeit, dass der Prozessor quasi in einen energiesparenden Zustand versetzt wird und nach einer bestimmten Zeit über den Watchdog-Timer wieder geweckt wird und dann mal kurz etwas tut und sich wieder schlafen legt. Nächste Möglichkeit wären hier ganz normal die Timer. Es gibt 3 Timer-Interrupts für den Timer 2. Wir haben verschiedene Timer, den Timer 0, den Timer 1 und den Timer 2. Und jeder Timer hat verschiedene Möglichkeiten, Interrupts auszulösen. Ein Timer ist letztendlich ein Zähler, der über einen Takt ständig hochzählt und der Interrupt kann zum Beispiel beim Überlaufen des Zählers ausgelöst werden oder wenn dieser Zähler einen vorher definierten Stand erreicht hat. Der Timer 1 kann sogar 4 verschiedene Interrupts auslösen und der Timer 0 wieder 3. Als nächstes haben wir das SPI, das Serial Programming Interface. Der kann einen Interrupt auslösen bei STC, sprich bei Serial Transfer Complete, wenn die Übertragung abgeschlossen ist, damit der Prozessor darauf reagieren kann und die nächste Übertragung anstoßen kann zum Beispiel. Der USART kann Interrupts auslösen. USART ist der Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter Baustein, besser bekannt als serielle Schnittstelle. Da gibt es 4 verschiedene Möglichkeiten, einen Interrupt damit auszulösen. Zum Beispiel, wenn ein Zeichen fertig übertragen wurde oder wenn ein Zeichen empfangen wurde. Der Analog-Digital-Wandler kann Interrupts auslösen. So eine Wandlung dauert im Allgemeinen deutlich länger, als der Code ausgeführt wird. Und wenn das Wandlungsergebnis dann vorliegt, ist es eine gute Idee, darauf mit einem Interrupt zu reagieren. Dann haben wir das EEPROM, das ist so eine Art Festplatte für den AVR, wo wir Daten ablegen können, die auch nach Stromausfall, nach Abschalten der Energieversorgung erhalten bleiben und wieder gelesen werden können. Da gibt es einen Interrupt EE-Ready, wenn der Schreibvorgang in diesem EEPROM beendet ist und der EEPROM wieder bereit ist, kann er einen Interrupt generieren und auf den können wir reagieren. Nächstes Modul wäre der Analogkomparator. Auch der kann einen Interrupt auslösen, wenn die Spannung an einem Ausgangspin über eine gewisse Grenze steigt. Dann gibt es ein Warnsignal quasi für den Mikrocontroller. Das Two-Wire-Interface, das ist vielleicht auch bekannt als I²C-Bus, kann Interrupts auslösen. Der Flash-Speicher kann Interrupts auslösen, wenn er bereit ist, wenn das Schreiben des Flashs zu Ende ist. Und dann haben wir noch einige weitere Interrupt-Quellen, die in der PB-Variante nur ausgeführt sind. Also Sie sehen, es gibt unzählige Möglichkeiten, Interrupts zu generieren, auf die reagiert werden kann. Die nächste Frage ist jetzt, woher weiß der Mikrocontroller, auf welche Interrupts er denn reagieren soll? Ob die Interrupts aktiv sind überhaupt? Woher weiß er, ob sie aktiv sind? Da gibt es einen Hauptschalter, das Global Interrupt Enable Bit. Das ist ganz lokal präsent im Statusregister. Das ist das wichtigste Register, wo auch die Flags zu finden sind. Wir schauen mal hier ins Datenblatt. Da sehen wir, das ist das Statusregister, liegt an der Adresse Hex 5F. Und die einzelnen Bits sind hier dargestellt. Ganz prominent hier unsere beiden Flags Zero und Carry. Wir haben aber auch andere Vorzeichen-Flags, das Sign-Flag, das Negative-Flag, ein Zweier-Komplement, Overflow-Flag, Half-Carry für Nippelübertrag, wenn Sie BCD machen zum Beispiel, und noch ein Temp-Flag. Aber hier ganz wichtig, das E-Flag, das ist das Global Interrupt Enable Bit. The Global Interrupt Enable Bit must be set for the interrupts to be enabled. Also, wenn dieses Bit auf 1 ist, kommen Interrupts durch. Wenn das Bit auf 0 ist, kommt kein einziger von diesen vielen möglichen Interrupts durch, auch wenn die sonst aktiviert und konfiguriert werden. Das Interrupt-Bit kann gesetzt oder gelöscht werden über einen Befehl, der nennt sich SEI oder CLI. Kommen wir später noch drauf. Das war der Hauptschalter, Global Interrupt Enable Bit im Statusregister, SREG.
In Assembler gibt es die Befehle SEI und CLI, Set Interrupt Enable Bit oder Clear Interrupt Enable Bit. Und wenn Sie in C programmieren, dann gibt es da Funktionen, Quasi-Funktionen SEI und CLI. Auch das funktioniert. CLI ist so dieses klassische Schildchen hier, bitte nicht stören, was Sie an der Türe hängen finden. Nächste Frage, woher weiß der Mikrocontroller, welche Interrupts aktiv sind? Also alle Hauptschalter hatten wir. Dann gibt es noch Einzelschalter. Für jede einzelne Interrupt-Quelle existiert ein eigenes sogenanntes Enable-Bit. Wenn jetzt in einem Modul mehrere Interrupts möglich sind, dann werden die zusammengefasst und das Ganze wird dann Interrupt-Maske genannt. So eine Interrupt-Maske schauen wir uns mal schnell im Datenblatt an. Das wäre hier zum Beispiel das Timer Counter 1 Interrupt-Maskenregister. Und da sind, wie wir vorher gesehen hatten, 4 Interrupts möglich. Und dafür gibt es auch 4 Enable-Bits. Also hier zum Beispiel Input Capture, Interrupt Enable, Output Compare B, Output Compare A. Es gibt also 2 Vergleichswerte, einen Wert B und einen Wert A. Und wenn diese erreicht sind, könnte ein Interrupt A oder ein Interrupt B erzeugt werden. Und es gibt den Timer Overflow, für den man auch einen Interrupt enablen kann. Timer Overflow Interrupt Enable. Diese 4 Bits sind praktisch in der Interrupt-Maske zusammengefasst. Das ist dieses Maskenregister. Jeweils eine 1 reingeschrieben, ist der Interrupt aktiv. Jeweils eine 0 reingeschrieben, ist dieser spezielle Interrupt gesperrt. Damit kommen wir zu unserer Interrupt-Logik. Was passiert, wenn eine Interrupt-Bedingung erfüllt ist? Also wenn zum Beispiel der Timer übergelaufen ist. Dann wird auf jeden Fall das zugehörige Interrupt-Flag gesetzt. Das heißt, zu jedem Interrupt, gibt es ein Interrupt-Flag. Und dieses Flag wird immer dann gesetzt, wenn dieser Interrupt auftritt und daran erkennt der Prozessor, dass jetzt auf einen Interrupt reagiert werden muss. Das geschieht allerdings alles per Hardware. Wichtig ist, dass Sie mitnehmen, das Interrupt-Flag wird immer gesetzt und ob dann tatsächlich darauf reagiert wird, dafür gibt es noch diese 2 Schalter, Interrupt Enable und Global Interrupt Enable. Die Logik dazu sieht so aus, wir haben hier dieses Interrupt Enable und wir haben das Interrupt Flag. Nur wenn Interrupt Enable gesetzt ist und Interrupt Flag auftritt, das heißt, wenn der Interrupt erlaubt ist und aber auch auftritt, beides zusammen, dann wird der Interrupt weitergeleitet, wird zusammengefasst über ein Oder-Glied mit allen anderen möglichen Interrupts, die kommen könnten. Zum Beispiel könnte jetzt hier für den externen Interrupt das Flag gesetzt sein, aber das Enable-Bit nicht. Dann käme hier nichts. Es könnte hier zum Beispiel der Interrupt enabled sein, aber das Flag nicht auftreten. Dann käme hier auch nichts an. Aber immer wenn beides gleichzeitig anliegt, Interrupt erlaubt und das Ereignis tritt auch tatsächlich ein, dann wird diese Leitung hier auf High gesetzt und über das Oder-Register hier weitergeleitet an das globale Interrupt Latch, wo dieses globale Interrupt Enable Bit nochmal sitzt und die Kontrolle darüber hat, ob überhaupt Interrupts weitergeleitet werden. Und wenn dieses Global Interrupt Enable Bit auf 1 ist und gleichzeitig hier einer kommt, erst dann wird dieser Interrupt überhaupt ausgeführt. Das heißt, diese Interrupt-Logik, die prägen Sie sich bitte ganz gut ein, weil die wird uns jetzt noch öfters begegnen. Sie brauchen einen Interrupt Enable, Sie brauchen ein Interrupt Flag und Sie haben immer ein Global Interrupt Enable. Wenn jetzt alle diese Bedingungen erfüllt sind, wenn also tatsächlich ein Interrupt durchkommt, was passiert dann? Mehrere Dinge. Als erstes werden Interrupts global gesperrt. Weitere Interrupts quasi, damit wir arbeiten jetzt ja einen ab und der muss zu Ende abgearbeitet werden können. Da dürfen jetzt keine weiteren Interrupts kommen und den Prozessor immer weiter tiefer in Interrupt-Service-Routinen schicken, sondern ein Interrupt beschränkt das. Das ist in anderen Prozessoren vielleicht anders, aber im Arduino ist das zunächst prinzipiell auf einen Interrupt beschränkt.
Der nächste Schritt ist, dass die Rücksprungadresse auf dem Stack gespeichert wird. Denn wir müssen ja irgendwann mal unsere Interrupt-Service-Routine beenden. Und für das Beenden der Interrupt-Service-Routine müssen wir wissen, wo kommen wir eigentlich her. Wir dürfen also unsere Rücksprungadresse nicht verlieren. Die Rücksprungadresse finden wir immer in unserem Program Counter und Program Counter plus 1, das Ziel, wo es als nächstes hin muss, wenn der Interrupt zu Ende ist. Dieses Ziel wird auf dem Stack gespeichert. Damit können wir den Program Counter mit einem neuen Wert überschreiben und das machen wir auch. Der Program Counter wird jetzt auf den passenden Eintrag in der Interrupt-Vektor-Tabelle gesetzt. Die Interrupt-Vektor-Tabelle, das ist eine Tabelle, da sind sämtliche Interrupt-Möglichkeiten aufgelistet, die es gibt. Und jede Interrupt-Möglichkeit hat eine bestimmte Adresse und auf diese Adresse wird jetzt der Program Counter gestellt. Typischerweise ist die Interrupt-Vektor-Tabelle direkt am Anfang unseres Speichers. An Adresse 0 ist der Reset-Vektor, an Adresse 1 vielleicht der externe Interrupt und wir stehen jetzt, weil wir Timer 1 Interrupt hatten, werden wir auf Adresse 7 zeigen, zum Beispiel. Dann passiert noch etwas, und zwar wird das auslösende Interrupt-Flag gelöscht. Denn wir sind ja jetzt dann in der Interrupt-Service-Routine, haben das abgearbeitet, wir brauchen diesen Auslösemerker quasi nicht mehr, der wird zurückgesetzt. Und das alles, diese 4 Schritte, globales Sperren der Interrupts, Merken der Rücksprungadresse auf dem Stack, Umsetzen des Program Counters auf die Interrupt-Vektor-Tabelle und Löschen des auslösenden Interrupt-Flags, das alles passiert vollautomatisch bei Hardware. Da brauchen Sie gar nichts machen. Schauen wir uns mal diese Interrupt-Tabelle an. Hier wäre ein Beispiel aus dem Datenblatt. Da sehen wir hier die Vektornummer 1 bis 17, das geht noch deutlich länger weiter. Wir haben immer eine Adresse, die geht in Zweierschritten hoch, weil an jeder Stelle, das werden wir gleich sehen, ein Sprungbefehl liegt und dieser Sprungbefehl benötigt 2 Bytes. Hier steht die Interrupt-Quelle, zum Beispiel Reset, die beiden externen Interrupts, int 0, int 1, die 3 möglichen Pin-Change-Interrupt-Gruppen, Watchdog-Timer, 3 für Timer 2 und so weiter. Das heißt, je nach Quelle, die den Interrupt auslöst, wird der Program Counter an eine andere Stelle in dieser Interrupt-Vektor-Tabelle gestellt. So sieht diese Vektortabelle tatsächlich aus. Wir haben hier die Adressen und wir haben hier einen Sprungbefehl. Zum Beispiel, wenn ein Watchdog-Timer-Interrupt kommt, wird der Program Counter an Adresse C gesetzt und an Adresse C steht nur ein Befehl, nämlich Jump dahin, wo der Interrupt-Handler für den Watchdog-Timer steht. Also die Interrupt-Service-Routine, die ausgeführt werden soll, wenn der Watchdog-Timer einen Interrupt auslöst. Bei einem Pin-Change-Interrupt zum Beispiel wird eine andere Interrupt-Service-Routine ausgelöst. Bei einem Timer 0 Compare A-Interrupt wieder eine andere Interrupt-Service-Routine. Die meisten dieser Interrupts werden wir ja gar nicht nutzen, die Einträge bleiben dann leer. Aber die Interrupts, die wir konfiguriert haben, die wir tatsächlich brauchen, da steht dann der Sprungbefehl jeweils an den entsprechenden Interrupt-Händler, an die Interrupt-Service-Routine. Zweiter Teil der Tabelle ist hier. Da sehen Sie das Ende der Tabelle, Hex 32, und an Adresse Hex 33 wäre zum Beispiel der Händler für Reset-Interrupt. Wenn wir zurückschauen, an Adresse 0 ist Reset, er springt nach Reset und das ist dann übersetzt die Adresse 33, Reset, und da geht es dann los. Was passiert bei einem Reset? Da wird zum Beispiel der Stack-Pointer ans Speicherende gesetzt und initialisiert und so weiter. Angenommen, wir haben auf einen Interrupt reagiert. Der Ablauf steht jetzt an der entsprechenden Stelle in der Interrupt-Vektor-Tabelle. Wie geht es weiter? Zunächst mal findet der Sprung, haben wir gerade gesehen, zur Interrupt-Service-Routine statt. Dann wird diese Interrupt-Service-Routine abgearbeitet
Und am Ende der Interrupt-Service-Routine muss ein Befehl stehen, der nennt sich Return from Interrupt, RET-I. Der sorgt dann dafür, dass der Program Counter wieder aus dem Stack zurückgelesen wird und die Interrupts wieder freigegeben werden, also Global Interrupt Enable wieder auf 1 gesetzt wird. Damit ist der Interrupt abgeschlossen und das Hauptprogramm geht weiter. Was passiert eigentlich, wenn in der Zwischenzeit, während wir uns in der Interrupt-Service-Routine befunden haben, schon weitere Interrupts eingetroffen sind? Eins ist wichtig. Jedes Mal, wenn wir die Interrupt-Service-Routine verlassen, wird auf Assembler-Ebene mindestens ein Assembler-Befehl ausgeführt. Und dann, angenommen, es stehen tatsächlich 2 Interrupts jetzt schon an, 2 Interrupt-Flags, 2 verschiedene Interrupt-Flags sind gesetzt worden. In der Zeit, in der wir uns in der Interrupt-Service-Routine befanden, dann hat jeder Interrupt eine Priorität. Wer in dieser Vektortabelle ganz oben steht, hat die höhere Priorität und kommt zuerst dran. Die höchste Priorität hat der Reset-Interrupt an Adresse 0, das heißt, egal wo Sie sich befinden, wenn Sie Reset drücken, dann kommen Sie immer durch. Jetzt haben wir einiges über Interrupts gehört. Schauen wir uns doch mal an, wie das in der Praxis im Arduino aussieht. In der Arduino-Umgebung sind leider nur 2 Interrupts tatsächlich verwirklicht. Das ist dieser externe Interrupt 0 und der externe Interrupt 1. Sie erinnern sich vielleicht an unser Blockschaltbild, da hatten wir die gesehen. Es gibt aber viel mehr Interrupt-Quellen. Deswegen lohnt es sich nicht, sich damit wirklich näher zu befassen. Wenn Sie es wollen, lesen Sie auf Arduino CC die Referenz zu Attach Interrupt, da ist beschrieben, wie Sie mit diesen beiden externen Interrupts umgehen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Aber davor noch ein kleiner Hinweis zu der Routine Delay und der Routine Millis. Sie haben sie alle beide schon benutzt und Sie müssen wissen, beide Funktionen sind Interrupt gesteuert. Beide Funktionen nutzen eine Routine, die nennt sich Micros, also Mikrosekunden. Und diese Mikrosekundenroutine nutzt den Interrupt, der erzeugt wird, wenn Timer 0 überläuft, also der Timer 0 Overflow Interrupt. Jetzt haben wir gerade gelernt, dass während Sie in einer Interrupt-Service-Routine sich befinden, alle weiteren Interrupts global gesperrt sind. Das heißt, eine ganz schlechte Idee wäre zum Beispiel ein Delay oder ein Millisekundenaufruf direkt in der Interrupt-Service-Routine zu starten. Delay wird nicht funktionieren, weil es tritt kein Interrupt auf. Delay wird wohl nie verlassen werden. Millisekunden wird einen Wert zurückgeben, aber dieser Wert wird immer der gleiche sein, der wird sich niemals ändern. Aber das ist sowieso keine gute Idee, Delay oder Millisekunden in der Interrupt-Service-Routine abzufragen, denn generell gilt, eine Interrupt-Service-Routine, die muss so kurz wie möglich ausgeführt werden. Die darf das Loop, das Hauptprogramm, nur sehr kurz unterbrechen, weil sonst merkt man es, sonst ruckelt das Hauptprogramm, sonst läuft das nicht mehr flüssig. Also ein Delay in einer Interrupt-Service-Routine ist ein absolutes No-Go. Das machen Sie nicht. Auch nicht eine Millisekunde, da müssen Sie andere Wege finden. Des Weiteren machen Sie nichts wie zum Beispiel LCD-Ausgabe, irgendwas, was länger dauert. Generell keine Funktionsaufrufe aus der Interrupt-Service-Routine heraus. Interrupt-Service-Routine ist prinzipiell ein kleines Stückchen Code, was geradeaus durchgeschrieben ist und auf Geschwindigkeit geht. Möglichst schnell muss die Interrupt-Service-Routine wieder verlassen werden. Das war's zu unserer Einführung für die Interrupts. Ich hoffe, Sie haben einiges daraus mitgenommen. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns damit, wie wir die externen Interrupts tatsächlich über die Konfigurationsregister einstellen. Dazu müssen Sie nur dem eingeblendeten Link folgen.